Als ich dann vom Boden das erste Mal wieder aufstehen konnte, sind mir gleich die schlimmsten Gedanken in den Kopf gekommen, dass meine Leidenschaft, dass das eventuell nicht mehr sein könnte demnächst. Und das war so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Ich bin Mylin Senf, bin 35 Jahre alt und Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr Hamburg und selbstständig als Motorradstuntfrau oder auch Double. Als Stuntfrau mache ich viele verschiedene Stunts. Am liebsten bin ich auf dem Motorrad. Ich mache auch noch Bodystunts, also Kämpfen, Fallen, Schlägereien. Das ist alles andere als ein einfacher, normaler Job. Als ich damals 19 war, hatte ich einen Freund, bei dem ich hinten auf dem Motorrad mitgefahren bin. Und das war so mega genial und dieses Gefühl von Freiheit und Adrenalin und Geschwindigkeit, dass ich da gesagt habe, ich muss definitiv einen Motorradführerschein machen. Als ich damals den Motorradführerschein gemacht habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass das normale Fahren mir nicht so unbedingt ausreicht. Ich bin zum Beispiel während der Fahrt einmal im Schneidersitz nach hinten gerutscht und habe das Motorrad einfach fahren lassen. Und so ging das eigentlich los, dass es dann in die Richtung Stunts ging und nicht mehr nur normales Motorradfahren. Die tollsten Jobs, die ich mit dem Motorrad bisher gemacht habe, waren die Stuntshows, weil ich dort einfach das Publikum so schnell mit meinen ganzen Tricks irgendwie beeindrucken konnte. Und das strahlende Lächeln und der Applaus am Ende jeder Show, das war das, was mich am meisten glücklich gemacht hat. Dadurch, dass ich mit meiner Familie sehr engen Kontakt habe, waren die von Anfang an immer dabei und haben mich da wachsen sehen, was das Motorradfahren angeht. Seit Tag 1 immer dabei und auch irgendwie meine größten Fans. Ja. An meinem Stuntbike wurde einiges umgebaut. Ich habe zum Beispiel einen Flammenwerfer hinten im Heck anmontiert, dass da Feuer rauskommt. Sieht einfach cool aus für die Shows. Wenn ich überlege, ob ich jemals Angst hatte beim Motorradfahren, muss ich eigentlich sagen, nein, hatte ich nicht. Ich bin immer aufgestanden, auch wenn ich kleinere Verletzungen hatte, aufs Bike und bin weitergefahren. Für mich bedeutet Risiko, etwas sehr positiv zu sehen, aber dennoch mit genug Respekt ranzugehen. Es gibt irgendwie 100 männliche Stuntfahrer und ich bin die einzige professionelle Motorrad-Stuntfrau, die es mit so Big Bikes macht. Wenn ich jetzt mit meiner pinken Montur, dem pinken Motorrad und den leicht blonden Haaren, die da unterm Helm rausschauen, ankomme und die Männer mich da sehen, dann denken sie meist immer, oh, blond und pink, das Mädchen. Wenn sie mich dann aber fahren sehen und sehen, was ich so kann, dann ist das meist immer ganz schnell verschwunden, der Gedanke. Der blödeste Spruch, den ich mir einmal anhören musste, war von einem Mann, ich wäre ja sowieso nur berühmt und bekannt, weil ich eine Frau bin. Früher hat mich das immer ein bisschen gewurmt, da war ich sehr schnell ein bisschen traurig. Aber heute muss ich sagen, stehe ich da voll drüber und ich weiß, was ich die Jahre getan habe und geleistet habe und deswegen mache ich mir da keinen Kopf mehr drum. Ich würde Frauen raten, die sich für ein männerdominiertes Hobby interessieren, dort nie aufzugeben und wenn sie sich sowas vorstellen können, dabei zu bleiben, das auf jeden Fall durchzuziehen und sich nicht da irgendwie von jemandem kleinkriegen lassen. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, abonniert den Kanal. Ich hatte 2012 meinen Motorradunfall. Da war ich in der Toskana bei einem Fotoshooting. Es war super heiß dort. Wir hatten teilweise 35 bis 40 Grad jeden Tag. Um ein besonderes Foto für den Katalog zu machen, wollte ich gern mich freihändig auf den Tank stellen. Das Bike stand etwas schräg und da bin ich irgendwie etwas leicht abgerutscht, auch weil ich ein bisschen Konzentration natürlich auch verloren hatte durch den langen, anstrengenden Tag. Und dann wollte ich vorne über das Motorrad, über die Frontscheibe abspringen. Habe es nicht geschafft, weil die Scheibe so hoch war und bin mit einem Fuß etwas hängen geblieben und bin deshalb nach vorne rübergefallen und habe mich dann ganz doof mit dem Handgelenk auf den Boden abgestützt als erstes. Lag dann kurz auf dem Boden, hatte wirklich einen dollen Schock. Da war ich dann schon im Kopf nicht mehr so entspannt und habe schon gehofft, dass es irgendwie gut ausgeht. Als ich dann vom Boden das erste Mal wieder aufstehen konnte, habe ich sofort gemerkt, dass mit meinem Handgelenk was nicht in Ordnung war. Da ging mir schon einiges durch den Kopf, weil es ist nun mal alles gewesen, was ich damals gemacht habe. Mein ganzes Leben, auch finanziell und meine Freude, mein Hobby, meine Leidenschaft. Wenn das jetzt richtig blöd gebrochen ist oder irgendwas, dann habe ich da erstmal länger was von und kann nicht mehr Motorrad fahren. Und das war so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte.
Aufgrund des Unfalls und der Verletzung konnte ich ein Jahr ungefähr kein Motorrad fahren. Ich war in diesem ein Jahr zweimal im Krankenhaus und auch für längere Wochen. Mein Handgelenk war sehr gesplittert gebrochen, dass man da mit Schrauben und Titanplatten das über eine längere Zeit richtig doll stillhalten musste. Deswegen war das alles so schwierig und kompliziert. Nach dem Sturz war mir trotzdem sofort klar, dass ich niemals mit dem Motorradfahren aufhören würde. Ja, es war nur eine Frage der Zeit, dass ich wieder aufsteigen kann. Für mich gibt es nichts auf der Welt, was mich vom Motorradfahren abhalten könnte. Ich war schon sehr positiv eingestimmt. Das finde ich auch immer ist das Wichtigste, dass mir egal was passiert, wenn man unbedingt was will, dass man da dran bleibt. Aber ich habe mir da schon sehr, sehr Sorgen gemacht, ja. Das, was mir am meisten Halt gegeben hat, war neben meiner Mutter auf jeden Fall auch meine Fans und Freunde übers Internet, die Genesungswünsche. Ich habe sehr viel Blumen ins Krankenhaus geschickt bekommen. Nach dem Unfall konnte ich ja erstmal kein Motorrad fahren, das heißt auch nicht arbeiten. Da musste ich mir schon überlegen, gut, was machst du jetzt in Zukunft und wie verdienst du dein Geld? Ich habe dann eine 3-jährige Berufsausbildung zur Bürokauffrau absolviert und konnte schon zwischendrin einige Male wieder auf dem Motorrad trainieren und damit weitermachen. Nachdem ich die Ausbildung absolviert habe, bin ich dort nicht weiter im Beruf geblieben, weil es einfach nicht der Sinn meines Lebens war. Ich habe danach dann geguckt, was könnte als Beruf für mich gut passen und bin dann durch einen Test darauf gestoßen, dass ich Feuerwehrfrau werden könnte. Und je mehr ich mich darüber schlau gemacht habe und das gesehen habe, desto mehr ist mein Herz quasi in Flammen aufgegangen und hat für den Beruf gebrannt. Ja. Für mich kam der Beruf als Feuerwehrfrau als einziger in Frage, weil er so vielseitig ist und mir genau das bietet, was ich mir wünsche. Action, Herausforderungen, guten Sinn und teilweise auch sehr ähnlich ist mit dem von einer Stuntfrau. Und allein der Aspekt, dass man Menschen was Gutes tut und ihnen hilft, das war für mich dann der entscheidende Punkt zu sagen, das möchte ich machen. Das Motorradfahren bedeutet mir natürlich immer noch sehr viel und je nachdem, wie ich frei habe, trainiere ich immer noch, weil ich nebenbei noch als Stuntfrau aktiv bin auf Motorrad. In meiner Freizeit zum Ausgleich gehe ich sehr gerne spazieren, fotografiere sehr gerne und treffe mich einfach mit meinen Freunden. Ich würde sagen, dass ich meine Ziele, was das Motorradfahren angeht, schon erreicht habe und wünsche mir trotzdem für die Zukunft noch, dass ich viele weitere coole Jobs auf dem Motorrad machen kann. Wenn ich mir noch mal einen beruflichen Traum erfüllen könnte, dann wäre es sicherlich, dass ich mal eine große Rolle als Stuntplayer hätte in einem Hollywood-Kinofilm. Ich bin dankbar in meinem Leben für meine Mama, für meine Familie, meine Freunde und weil ich immer meine Freiheiten ausleben konnte. Wenn ich der Welt etwas mitgeben würde, dann ist es auf jeden Fall, sein Ziel immer zu fokussieren, positiv zu bleiben und sich nicht von etwas abschrecken lassen.